In diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Begriffe der neuen Rechten vorstellen, damit ihr damit etwas anfangen könnt und nicht so leicht auf die Propaganda der Rechten hereinfallt. Denn hinter den schicken Begriffen steht nicht nur eine politische Agenda, sondern häufig auch ein rassistisches Menschenbild. Der Begriff neue Rechte oder Neurechte ist tatsächlich eine Selbstbezeichnung Rechtsradikaler in Frankreich. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre wurde der Begriff Nouvelle Droite als Gegenmodell zur linken Studentenbewegung von rechtsextremen Intellektuellen geprägt. In Deutschland wurde der Begriff Neue Rechte in den 1980er Jahren von Politikwissenschaftlern übernommen. Man versuchte, die aufstrebende Bewegung der Republikaner gegen die alten Rechten von der NPD abzugrenzen. Hauptunterschiede finden sich in der ideologischen Ausrichtung und Kommunikation nach außen. Während sich die alte Rechte an tradierte Konzepte aus dem Faschismus wie die Überlegenheit der arischen Rasse und rassistische sowie antisemitische Theorien festhält, distanziert sich die neue Rechte scheinbar vom Nationalsozialismus durch neue Konzepte wie den Ethnopluralismus, die den alten rassistischen Ideen einen neuen intellektuellen Anstrich verleihen. Dabei orientiert sich die neue Rechte an Denkern der konservativen Revolution aus der Weimarer Zeit und an französischen Vorbildern, während die alte Rechte am historischen Nationalsozialismus und deren Vordenkern festhält. Damit ist die Rechte, die mit der identitären Bewegung auch auf jüngere und vor allem studentische Zielgruppen abzielt, weitaus intellektueller und theoretischer unterwegs als die alte Rechte. Sie strebt eine intellektuelle Erneuerung des Rechtsextremismus an. Auch hinsichtlich ihrer Strategie unterscheiden sich beide rechte Bewegungen stark voneinander. Die alte Rechte legte ihren Fokus auf parteipolitische Aktivitäten und gab sich offen verfassungsfeindlich, was schließlich zum NPD-Verbotsverfahren führte, das jedoch eingestellt wurde, weil die NPD, heute Heimat, in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwand. Die neue Rechte hat aus den Fehlern der alten Rechten gelernt und betont ihre vermeintliche Verfassungstreue, um ja ein ähnliches Verbotsverfahren zu vermeiden. Sie konzentriert sich weniger auf eine politische Partei wie zum Beispiel die AfD, sondern auf kulturpolitische Organisationen und arbeitet an einem langfristigen gesellschaftlichen Mentalitätswandel. Die neue Rechte versucht gezielt, ihre Positionen und Theorien in die breite Gesellschaft zu tragen. Das macht sie weitaus gefährlicher als die alte Rechte und erschwert es den Behörden und der Politik, mit gezielten Verbotsverfahren gegen sie vorzugehen.